alle miteinander. Zurück in Baschkortostan. Heute Fahrt wieder in Südural auf die Datscha und es hat geschneit ohne Ende. Schnee gemessen bis 50 cm Höhe. Ich bin gerade dabei, mich schon eine halbe Stunde hier durchzugraben und der Schneeflug natürlich hat vor der Einfahrt eine schöne fette Wulst geschoben. Deswegen erstmal Arbeit. Ja, ansonsten Wetter ist in Ordnung. Ist ein bisschen trübe der Himmel vom vielen Schnee. Wurde es angesagt bis zu 25 cm Schnee in den nächsten 5 Tagen. Vielleicht sogar 30. Zumindest wenn man der Wetterbericht glauben kann. Und jetzt seht ihr mal bei Tage. Die Scheune ist noch so, wie wir sie gekauft haben. Da habe ich nichts dran gemacht. Das ist irgendwann, wenn mal wirklich viel Freizeit ist, die brauchen wir auch zur Zeit nicht. Und die habt ihr unter heute mal bei Tageslicht. Und jetzt werde ich mich weiter freigraben vom Schnee. Und dann mache ich Pause mit heißem Tee und Honig. Ist im Häusl alles vorhanden zum Glück. Naja, 25 Meter habe ich noch etwa. Bis später. So, hallo alle miteinander. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ich bin auf dem Weg auf der Dorfstraße von meiner Datscha zurück nach Ufa in Baschkortostan. Ich habe ein paar Möbel transportiert, ein bisschen Hausrat, weil wir haben beschlossen, unser Haus zu vermieten. Es gibt über viele Jahre, fast über 30 Jahre, befreundete Familie unserer Oma, Nachbarn von unserer Oma, besser gesagt, und die suchen schon seit längerem was Passendes. Und naja, wie es so ist, Omi lieb und gut hat alles erzählt, dass wir unser Haus verkaufen wollen. Und die können oder wollen jetzt nicht kaufen, ist egal warum. Und da haben wir beschlossen, das Haus einfach zu vermieten an diese Familie. Also was soll das? Das Haus steht leer. Das Haus stand jetzt 2 Jahre leer. Unser großes Töchterchen zieht es vor, bei Oma zu wohnen. Ist bequemer, ist schöner bei Oma, kann ich verstehen. Meine Kindheit war auch bei meinen Großeltern. Und da ist es einfach Quatsch, wenn es weiterhin leer steht. Wenn es anderen hilft und wir es nicht brauchen. Wir haben unser Datscha-Häuschen, wo wir uns niederlassen können, wenn wir Urlaub machen. Da brauchen wir das Haus am Ufer nicht. Und da wird das dann ab der 3. Januarwoche, wenn wir abreisen, vermietet. Ganz einfach. Und deswegen diese vielen Fahrten hin und her zwischen Ufa und Datscha. Wir räumen jetzt alles aus. Dokumente machen wir alle fertig. Da sind wir dabei. Meine Frau Jana kümmert sich um die Bürokratie. Ich kümmere mich um die Transporte. Ja, und falls die Frage kommt, warum alles mit Lieber, warum kein Anhänger? Ja, der Anhänger steht in Irkutsk. Voll beladen mit unserem Hausrat aus Kroatien. Und hier in Ufa einen Anhänger mieten, habe ich mich sachkundig gemacht. Verbrauche ich mehr Geld und mehr Zeit und Stress, als weil es die Sache wert ist. Da kann ich auch die 8 Mal mit einem Lieber fahren, oben auf dem Dachgepäckträger alles drauf, was drauf geht, Kofferraum voll, Rückbank umgeklappt, passt. Jetzt bin ich 4 Mal gefahren, ich schätze, ich muss noch 3 Mal fahren, wenn alles klappt. Dann ist das Haus leer und das, was wir nicht brauchen, bleibt stehen. Die restlichen Möbel übernimmt die Familie und dann ist das Ding gegessen. Das ist sozusagen jetzt meine große Aufgabe hier in Baschkortostan, das alles in die Wege zu leiten. Ja, das sind so die großen Neuigkeiten. Was noch kommt in den nächsten Tagen, ich habe festgestellt auf der Heimfahrt von Burjatien nach Baschkortostan, dass ich extrem starke Vibrationen habe bei hoher Geschwindigkeit. Bis 50, 60 merkt man es nicht. Aber wenn man mal eine 95 oder 100 schrotet, wo es geht, wo keine Kameras sind, oder keine KI-Chikis rumstehen, kann man auch mal 110 düsen, das passt. Aber die Vibration, die ich gehabt habe, das geht überhaupt nicht. Da habe ich meine 4 Räder mal überprüfen lassen. Die Felgen haben einen Höhen- und Seitenschlag von fast 1 Zentimeter, alle 4. Die sind alle 4 total Schrott von den buratischen Straßen. Und die auszuwuchten und wieder gerade zu klopfen, macht keinen Sinn. Deswegen habe ich mir jetzt 4 neue Felgen bestellt und morgen werden die Felgen gewechselt. Neue Stahlfelgen, verstärkte Stahlfelgen, die seltsamerweise billiger sind als die normalen von Lada.
Keine Ahnung wieso. Aber habe ich gesagt, die 2 Tage kann ich warten, bis sie da sind. Von dem ich die 4 verstärkt. Ich wollte eigentlich 6 Stück haben, die 2 Reserve da gleich mit. Aber die haben bloß noch 4 Stück. Na, ist egal. Passt schon. Dann kriegen die Reserveräder die 2 alten, die noch halbwegs sind, die wir vielleicht ein bisschen wieder in Form klopfen können. Dann passt das. Noch ein paar andere Kleinigkeiten noch mal reparieren lassen oder ich selber machen. Den Handbremsgriff muss ich machen, der ist gerissen. Den werde ich selber wechseln und noch ein paar Kleinigkeiten. Und dann geht's Ende 3. Januarwoche, Anfang 4. geht's auf große Fahrt, 3000 Kilometer Richtung Irkutsk in unser neues Zuhause. So, das waren jetzt so die Neuigkeiten, die es bei mir gibt. Mehr gibt es momentan nicht. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Straße aufpassen, weil es ist glatt. Wir haben Schnee gehabt ohne Ende, wieder in den letzten 3 Tagen, wie der Wetterbericht gesagt hat. Fast 30 cm Neuschnee im Südural. Deswegen habe ich erst mal 2 Stunden jetzt schippen dürfen, bevor ich ans Haus rankam. Aber sportfrei, was soll's. So, und jetzt liebe Grüße von mir, bis zum nächsten, euer Matze.